Er hatte viele Musen, doch nur eine ganz große Liebe. Wäre es nach Karl Lagerfeld, 85, gegangen, hätte er seine Katze Schaupette, 7, geheiratet. Der weiße Stutentiger führte ein luxuriöses Leben auf 4 Pfoten, von dem andere Haustiere nur träumen können, und der exzentrische Designer vergötterte sie. Doch was wird nach dem Tod der Modeikone aus der berühmten Birma-Katze? Erbt sie jetzt alles? Während ihr Herr Cheng ins Krankenhaus eingeliefert wurde und kurz darauf verstarb, schaute Schaupete gerade das US-amerikanische Pendant zu der Bachelor. Zumindest, wenn man nach den Posts ihres Twitter- und Instagram-Accounts geht, twitterte sie, oder vielmehr ihr Social-Media-Manager, ihren rund 117 000 Followern, ohne zu wissen, dass sich ihr Leben ab dem Zeitpunkt gravierend ändern würde. Schaupette ist neben Cartoon-Muschi Garfield und Social-Media-Star Grumpy Cat wohl eine der berühmtesten Katzen der Welt, und im Leben des Chanel-Chefs spielte sie eine tragende Rolle. Zwar heiratete Lagerfeld nie, er gab jedoch zu, wenn er gekonnt hätte, so hätte er Schaupette zum Altar geführt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich jemals so verlieben könnte, so Lagerfeld 2013 in einem Interview mit der britischen Daily Mail. Dort bedauerte sie nicht ehelichen zu können. Kein Wunder, dass die blauäugige Samtpfote ein Leben in Saus und Braus führte. Laut Profilbeschreibung bei Instagram sei sie verwöhnt, was bei 2 persönlichen Angestellten, mehreren Social-Media-Kanälen, einem eigenen iPad und einer ihr gewidmeten Katzenkollektion ihres Herrchens fast schon untertrieben scheint. So die Modeikone laut Mia. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Catwalk, Schaupette auf der New York Fashion Week. Seine Liebe zu dem Tier, das es liebte zu shoppen, schien grenzenlos. Sie inspirierte ihn mit ihrer unnachahmlichen Art. Sie hat etwas Unvergessliches an sich, die Art, wie sie sich bewegt, die Art, wie sie spielt. Sie ist eine Inspiration für Eleganz und Haltung. Jet-Setter Cat auf Reisen, Schaupette genoss das Leben der oberen 10.000. Doch das ist nicht alles. Schaupette war Perdo mit Anna Wintour, reiste First Class und speiste neben Kamel vom teuren China-Geschirr. Doch Schaupette konnte nicht nur ausgeben, die Katzenlady spülte auch Geld in die Kasse. Sie hat 2 Jobs gemacht und hat damit 3 Millionen Euro verdient dieses Jahr, prahlte er gegenüber Sickert. Auch berühmte Models und andere Weltstars sonnten sich im Ruhm des bekannten Feldknäuels, unter anderem Giselle Bündchen und Linda Evangelista posierten mit Lagerfelds Mitzenmuzzle. Bei all der Liebe zu seinem Tier ist es daher nur folgerichtig zu vermuten, dass Lagerfeld Schaupette in seinem Testament bedacht hat. Gut möglich sogar, dass er versucht hat, ihr eine beträchtliche Summe zu vermachen. Zumindest kann man davon ausgehen, dass der Modeschöpfer so weit vorgesorgt hat, dass die langhaarige Mitze ihren dekadenten Lifestyle nicht aufgeben muss. Dieser Fall ist in der Promi-Welt sogar schon vorgekommen, so hatte Designer Rudolf Mosshammer einst veranlasst, das Hündchen Daisy, übrigens die einzige Zeugin des Mordes am Modeschöpfer, bis zu ihrem Tod in seiner Villa wohnen dürfe. Gut vorstellbar, dass Katzendame Schaupette weiterhin mehrere Angestellte finanziert bekommt. Wünschenswert wäre jedoch auch, dass Schaupette zu ihrem ersten Besitzer zieht, von dem Carmel das Kätzchen einst übernommen hatte, Baptiste Giabiconi, der sie regelmäßig auf Instagram herzt.